Hi guys, it's me Andrea. I will show you some ATCs again, and the theme will be the sea, of course. Still summer and I'm still up for it, but this time it's a swap. I will swap my ATCs with Tina, and she is on YouTube with the channel Das Tinchen. I will put all the links down into the description box so you can easily find it. And we decided to have that theme and have two cards. So, haven't seen hers yet, but I bet it will be fantastic. Hallo ihr Lieben, ich werde heute mal wieder 2 ATCs machen, aber diesmal auch wieder mit einem Meeresthema, ja. Und diesmal ist es zum Tausch. Und zwar tausche ich mit Tina, das ist der Kanal Das Tinchen. Und alles, was ihr wissen müsst, packe ich euch unten in die Box. Da könnt ihr alle Links finden und alle Erklärungen. Also, und ich fange an hier mit meinem Hintergrund, und da mache ich ich habe das auch auf den ATCs im Juni gemacht, einfach wenn ich Stencils sagt schon, Schablonen, wenn ich Schablonen benutze, wenn ich die sauber mache, auf so ein Papier, das gibt immer so ein schönes Muster, nicht mit allen, aber hier speziell mit Kreisen oder so. Und deswegen mache ich das dann teilweise auch absichtlich. Einfach Farbe auf die Schablone und dann mit dem Tuch drüber sauber machen auf deinem ATC oder auf dem Hintergrund, den du machen möchtest. Das mache ich so mit verschiedenen Farben. Gerade so, was ich haben möchte. Aber was mir gefällt, ganz klar. So, I make a background here with my stencils, and that's what I found out a long time ago when I cleaned up my stencils onto clean-up paper. That with some stencils you get, by cleaning them up, such a really nice pattern, and I really like that. So that's what I used to do a lot. Now I've done that in June with some of my ATCs, and especially with this stencil with the cells. It's absolutely beautiful, love it. And I just put paint on that stencil, and then I clean it onto my ATC or whatever substrate I'm working on, on my background. And that's a background here, and I go on with a stencil and some modeling paste and make this nice little boats. And that needs, of course, to dry a lot. Here on that card, I'm working just with my distress oxides. Press them onto the paper, really saturate the paper with it, and then just spray water on top. Don't need to blend them. It will blend out automatically when you're spritzing water on top. And then I'm using my vintage photo here in distress oxides and go around the edges. Ich habe jetzt hier, habt ihr gesehen, auf dem einen mit dem Hintergrund, das ich gemacht habe, habe ich dann Modellierpaste benutzt durch eine Schablone, um die Segelbötchen da drauf zu bekommen. Das trocknet jetzt, und jetzt habe ich hier mit dem Distress Oxide einfach drauf gepappt und dann Wasser drauf gesprüht. Dann brauchst du gar nichts mehr machen. Und deswegen, ich mag das sehr gerne, anstatt zu verblenden. So ein bisschen von dem Vintage-Foto an den Ecken noch, und jetzt packe ich da so ein bisschen Burlap drauf. Das habe ich ausgefranst vorher. Die Fransen kommen auch mit drauf, einfach um noch wesentlich mehr Textur zu bekommen. You know, the fringes here, the threads I wear from the burlap as well. I just put it on here with gesso. Don't need to glue it. Gesso is an acrylic medium, so it glues as well. When that's dry, it sticks. And put the threads on top there just to get more texture. And this is bark, actually, I'm using quite a lot when I'm working with the sea theme. I really think that's perfect for it. And squeeze it into the gesso. It's heavy gesso, I think. And then I have some of this decoration. When I take my pictures, just use it here. It was in this bag of sea themed decoration, and take it apart and use it here. And I go for the sentiment hello and then Meer. Meer is the sea in German. Ich habe dann hier
Ich habe so 'ne Dekoration, die benutze ich zum, Fotografieren, wenn ich meine Sachen fotografiere, und das war jetzt so 'ne Riesenschüssel, habe ich im Depot gekauft. Da kann man immer so diese Dekorationen kaufen. Aber grade speziell Driftwood, dieses, Holz aus'm Wasser. Ja, jetzt habe ich's wieder nicht. Und solche Sachen waren da drin halt. Und, die haben dann immer so Packungen, so bestimmte Themen. Wie gesagt, im Sommer, ich hole da immer gern diese Dekorationssachen, die sind immer ganz praktisch. Und die benutze ich jetzt hier drauf. Die sind alle aus diesem Paket. Ich brauche nicht alles zum Fotografieren, so viel brauche ich gar nicht. Das war 'n großes Paket. Dann eine Stanze und dann eben das gestempelte Meer, und das wird dann Hello Meer. Das ist übrigens 'n Korken. Das finde ich, passt auch immer sehr gut zum Meer. Du hast ja doch relativ viel, so Schoner an Booten oder so mit Kork. Deswegen finde ich, passt das immer ganz gut. Das habe ich in Stücke, nicht in Stücke, in Scheiben geschnitten, genau. So, und jetzt gucke ich, was noch sonst passt. Aber ich werde mich hier dann für den Seeständer in der Mitte entscheiden und nicht für was anderes. Und fand ich, passte am besten, auch farblich, und noch so ein paar Muscheln. I had this embellishment, but yeah, put some shells on, but I think I will stick to my starfish. It looks much better. Yeah, I will go for the starfish. And you could see I put some of the cork on. Wine cork cut into slices makes fantastic decoration. Absolutely great, especially with sea themes. And yes, that's almost finished. And then I will go on with the other one. And that's a bit fiddly, but it will stick. So, I'm what I do here, I put some, um, what is it, acrylic medium, it's a varnish, I think, put it on top, because the background is coming through the paint. It's oxides, and no, it's not oxides. What is it? It is some sort of paint. What did I use, actually? I forgot already. You saw it. So it comes through, and I didn't want to have, because I wanted to have white boats. So my idea was to seal it with this acrylic medium with a varnish, and then put white paint on top, so that you have this really neat white sailing boats. Ich habe dann auf die Segelboote erst noch ein bisschen Varnish drauf gemacht, um die Oberfläche zu versiegeln, weil ich hatte Farbe genommen, die jetzt da durchkommt. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn für Farbe genommen? Habt ihr das gesehen? Wurscht. Die Farbe kam durch, habt ihr ja gesehen. Und darum habe ich da jetzt erstmal ein bisschen Varnish drüber gemacht, damit die Farbe nicht mehr durchkommt, weil ich wollte richtig weiße Segelboote haben, die Körper auf jeden Fall. Und habe dann im zweiten Gang weiße Farbe drüber gepackt. So, bei ganz deckend kriegt man das mit weißer Farbe. Ja gut, da hätte ich jetzt vielleicht noch 3, 4 Schichten drüber machen müssen, aber gut, ja, es ist jetzt weiß genug. So, this is a bit of paint. I just want to have this red little line on my sailing boats, but I will definitely have more colors on the sails. But first I go around all the lines with my black ink marker here, just to enhance the whole thing, to give it more dimension. And then I'm using my pit pens and I stay basically in this orange, reds, yellows, and put some paint on the sails. Ich habe mich dann hier erstmal die schwarze Linien um die Boote gemacht, und fange jetzt hier, oder habe jetzt dann angefangen, mit meinen Pit Pens das Ganze farblich zu gestalten. Ich bleibe da so in dieser Rot-Gelb-Orange-Linie, wollte da gar nicht noch was anderes rein, weil im Hintergrund ist blau, und ich mag das halt, wenn du dann mit Orange arbeitest, und Rot und Gelb, finde ich einfach als Kontrast wunderschön. Das ist immer ich sage das ja immer wieder, aber wenn du es noch nicht gehört hast, eben die Komplementärfarben zu benutzen, das macht einfach einen guten Effekt. So, und jetzt noch die Kanten, und ich stempel jetzt direkt was drauf, weil ich
wollte jetzt nicht extra noch so ein kleines Label machen, um da drauf zu stempeln, fand ich jetzt für das Motiv unpassend. Und das ist Meerluft, glaube ich. Meerluft. Hey, Meerluft. No, it's Meerluft. Yeah, okay. So I'm stamping directly onto the ATC because I didn't want to make a label. I thought it wasn't the right thing to do for this ATC, and that's why I use my positioner here, the stamping platform, because when you're doing it wrong on that, it ruins your whole ATC. So that's why I put it into the positioner, and that is Meerluft, and Meerluft is sea, air, the air at the sea, and on the bottom is viel mehr. Viel mehr is much more, but written in this, the sea in German is Meer with double E, but more sounds the same, spelling is differently, pronunciation is the same, but spelling is differently. So it's always this playing with this words Meer and Meer with double E or with EHR. MEHR is more. But as I said, sounds the same. So, and I finished them off with my labels on the back, and I write down dates and how many are there in the series, but that's it then. And you will see the Close-Up coming. Ihr werdet jetzt schon das Close-Up sehen. Ich habe jetzt hinten noch, was man auf ATCs halt macht, seine Daten, seine Angaben und wie viele Karten von dem Set existieren. Das ist mal ganz wichtig als Info. So, this is it. And I will say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. So have a fantastic time and stay creative. Bye bye, ihr Lieben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Also lasst es euch gut gehen und bleibt kreativ. Und vergesst nicht zu Tina rüber und guckt euch das Video an. Also der Link ist unten in der Box. Einfach draufklicken, dann landet ihr bei ihr. Also nochmals vielen Dank und lasst es euch gut gehen. Ciao!